Bienvenue en France, herzlich willkommen zu einer weiteren Goldwaschfolge hier in Frankreich. Ich bin heute nochmal am gleichen Bach wie beim letzten Mal. Ich will versuchen, ob wir vielleicht eine Goldkonzentration finden. Der Bach ist auf jeden Fall interessant. Das liegt ein bisschen daran, dass der eigentliche Goldwaschtag, der übermorgen vorgesehen war an der Aude, nicht sicher ist, ob das klappt, einfach wegen dem Wetter. Es kommt so eine Gewitterfront und vielleicht regnet es nicht, wir werden sehen. Aber falls es nicht mehr klappt, dann waren wir halt noch ein zweites Mal an diesem Bach hier. Die Gegend ist wirklich nicht uninteressant. Heute nach dem Ausflug waren wir noch kurz in Solsigny. Das ist ein Ort, an dem von 1892 bis 2004 eine Goldmine betrieben wurde, also eine richtige Goldmine, professionell und wirtschaftlich. Dort wurde der halbe Berg abgetragen in Terrassen. Ist sehr interessant, das mal gesehen zu haben, das was man zumindest von außen sehen kann. Dort gibt es auf jeden Fall Primärgold, ist keine 15 Kilometer Luftlinie von hier entfernt. Ja, nachdem wir hier schon einen Goldnachweis erbracht haben, gucken wir mal, wie es hier heute weitergeht. Wenn es was zu sehen gibt, sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Das würde noch ganz gut passen. Hier. Also das sind so schwere Steinchen, Hämatit. Ja. Hier insgesamt sind wir hier immer noch am Ausgangspunkt von der Innenkurve. Und ich denke, ich werde das jetzt hier mal freiräumen und schauen, ob man da ein bisschen an Material kommt. Man sieht hier auf jeden Fall, ja. Aber das möchte ich mir jetzt mal anschauen. Ja. Man sieht auch, dass hier feineres Material hintransportiert wurde. Hier ist auf jeden Fall so eine kleine Falle, so nenne ich das jetzt mal. Und das will ich mir jetzt mal näher anschauen. Das war der Bereich, den wir hier ausgemacht haben. Und den räumen wir uns jetzt einfach frei. Ja, schon ein schöner Quarzbrocken hier. Wir sind hier eben an einer alten Manufaktur.
viel Müll. Ja, die läuft jetzt super. Ups. Also, wir haben hier wirklich schönes Gestein. Es ist alles Mögliche drin. Hämatit, andere schwere Steine. Schönes Quarzgestein. Jetzt gucken wir mal, was im Rest vom Eimer ist. Ja, ein bisschen was kippt man noch in die Rinne rein. Es regnet schon wieder, aber ich habe hier ein schönes Flitterchen und ich will mal versuchen, ob ich den Regen aussitzen kann, mich mal kurz zurückziehe und dann schauen wir weiter. So, schauen wir erstmal, ob wir an der richtigen Stelle sind. Der eine Flitter war ja schon super. Mal gucken, was hier im Rest im Eimer drin war. Hier sieht man schon viel Hämatit, ja auch Metall. Also schwere Sachen haben sich an der Stelle, wo ich grabe, auf jeden Fall abgelagert. Bleikügelchen. Oder war das? Ich hoffe nicht, dass es Quecksilber war. Sah aber aus wie Blei im ersten Moment. Ja, jetzt sehe ich hier erstmal nichts. Ich probiere es gleich nochmal. So, zweiter Eimer. Schauen wir mal. Wieder das Konzentrat. Wieder habe ich so einen Haufen so Steinchen drin. Schweres Zeug. Moment. Oh, das ist ein schönes. Hier. Nur ein einziges, aber das hat bestimmt 2 Millimeter. Dann mache ich jetzt mal einen Clean Out und guck mal, was insgesamt drin ist. Super. Da hat es sich ja schon ein bisschen gelohnt. Das freut mich jetzt. Also hier haben wir noch unser großes Stück. Jetzt schauen wir halt mal, wie viel es insgesamt war.
So. Da ist schon wieder so ein Metallstück. Aha, oh ja. Hier habe ich schon zwei sehr schöne Stückchen. Ein längliches, und da ist auch eins. Aha. Boah, hier ist so viel Blei und ich weiß gar nicht, was das alles ist drin. Das wird natürlich gleich nochmal ausgepennt, aber also es sind nicht viele Flitter drin, fast keine Stäube, also hier ein paar, eher größere, was mich nicht stört. Sehr schön. Hier. Sehr schön. Ich zeige es euch dann nochmal in der blauen Pfanne am Schluss. Ich glaube, da sieht man es einfach besser. So, hier ist heute mein Loch. Ich finde es immer wieder schön, was für Gestein man da rausholen kann. Also hier so marmoriertes Quarzgestein, Granite sind dabei. Hier, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, leuchtet mal ein bisschen das Pyrit mit drin. So, liebe Freunde, jetzt habe ich ein paar Eimer geschaufelt. Eigentlich ein schönes Ergebnis, das gucken wir uns jetzt gleich nochmal an. Wir haben natürlich hier extrem viel Müll gehabt. Also ich habe das jetzt mal mitgenommen und schmeiße es noch weg. Und ja, dann schauen wir mal. Hier im Fläschchen habe ich ein Gold drin. Moment. So, also dann schauen wir mal. So, ja, da ist schon, kann man schon erkennen. Hallo. So. So, liebe Freunde, der Frankreich-Urlaub geht zu Ende. Ich kam nicht so viel zum Goldwaschen, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe, aber da hier direkt ein Bach in unserem Ferienhaus war, bin ich auf meine Kosten gekommen. Herrlich war's. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Abo, falls ihr dazu Lust habt. Gerne klicken und die Glocke anmachen, dann verpasst ihr nichts mehr. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich mich freue, wenn wir uns wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, macht's es gut und ciao.